Ja, herzlich willkommen bei unserem neuen Mittagsvideo. Heute ein Ferrari Queen Mary aus dem Baujahr 1969. Der heißt genau, das sind 365 GT2 plus 2. Und warum Queen Mary? Das ist der erste. Es hat damals einen Test gegeben und das war der erste ausladende große Familien-Ferrari. Und so sieht er halt eben aus. Schönes Auto haben wir aus einer Sammlung, der hat immer nur gekauft und hat die Autos irgendwann stehen lassen, gar nicht mehr bewegt. Jetzt haben wir so einige von den Autos bekommen. Eine Queen Mary ist dabei. Und das Spannende, das Auto ist schön. Das ist ein Schweizer Auto mal gewesen, ist seit dem Jahr 2000 in seinem Besitz. Und wir haben genau geguckt, wir haben eine Hebebühne. Er ist innen noch wunderschön original. Der hat hinten noch erstes Leder, vorne neues Leder. Und ich habe meine Jungs das Auto mal richtig fahren lassen, haben gesagt, der läuft super. Das ist ein richtig schönes Auto. Also gehandelt werden die zwischen 200 und 300.000 Euro. Unser Auto liegt, kann ich genau sagen, bei 225. Und das ist nicht teuer für so einen schönen Wagen und ein richtiger Ferrari. Der hat übrigens 440 PS, was nicht eben gerade wenig, Quatsch. Der hat 4,4 Liter Hubraum, natürlich völlig falsch, und 320 PS und war 1969 immerhin schon nach 7 Sekunden auf 100. Also er hat tolle Fahrleistung, läuft 240 Spitze und damit ist der Einstieg in einen echten Ferrari relativ preiswert. Ich glaube, der hat noch richtig Potenzial, der Wagen. Und jetzt fahren wir ihn einfach mal. Jetzt sausen wir mal los und wollen mal gucken, was er so kann. War so ein richtiger Familien-Ferrari und als die Jungs 1969 einen Test gemacht haben von einer britischen Zeitschrift, da haben sie gesagt, der ist ja so groß wie die Queen Mary, das ist ein berühmtes Passagierschiff, da kommt der Name her, muss man wissen. Ja, also Auto kann man sehen, hier vorne an den ganzen Instrumenten war mal ein Amerikaner. Seht ihr hier bis 180 Meilen, das Auto ist 245 Stundenkilometer Spitze gefahren. Hat damals 72.000 Mark gekostet, war also 1969 richtig teuer. Aber hat einen echten 12-Zylinder-Motor drin. Leistet 320 PS, was nicht eben wenig ist. Und ist in 7 Sekunden auf 100. Das habe ich ja gerade schon in der Anmoderation gesagt. Also das Gefühl, was man hier hat, man sitzt relativ hoch. Man hat eine tolle Gürtellinie. Das Auto ist total übersichtlich. Zumal er vorne diese beiden Scheinwerfer hat, also die Linien der Kotflügel. Bisschen zurückversetzte Scheinwerfer und man kann die Ecken gut sehen. Ist ein sehr übersichtliches Auto und das Tolle an dem Wagen ist ein Familien-Ferrari. So wurde er damals auch genannt. Das heißt, da hinten passen 2 Kindersitze, 2 Kinder rein. Schaut euch mal die Sitze an. Es heißt in der Bezeichnung 365 2 plus 2. Naja, das hört sich jetzt nicht so gut an. Oh, war der falsche Gang eben. Ja. Naja, war gar nicht schlecht. Auto hat richtig Dampf, das merkt man. Wir haben heute nur extrem viel Landwirtschaft, weil es kommt ein Gewitter und sie holen alle das Heu. Die Wiese wird überall gemäht. Also das ist ein echter Ferrari mit 12 Zylindern. Und wenn ich mir überlege, die Ferrari-Preise sind ja so abgegangen, die sind wirklich nach oben gegangen, da ist das Auto hier wirklich ein Schnäppchen. Weil mit 225.000 Euro, also je mehr ich mich mit dem Auto befasse, umso mehr merke ich, dass der wirklich gut ist, der Wagen. Er hat zwar ein bisschen länger gestanden, aber schaut mal hier, das ist alles noch original und in einem ordentlichen Pflegezustand. Das Einzige, was sie erneuert haben, das sind die Sitze vorne. Ist aber authentisch und richtig gemacht worden. Paul hatte ich ja gerade gezeigt, wie das hinten aussieht. Also fährt auch schön, meine Jungs sind jetzt schon Probe gefahren. Tolles Auto, was der natürlich mal braucht, das sind mal 200 Kilometer Autobahn, konstant 140. Dann ist er wieder ein bisschen frei gefahren, das fehlt zum Auto. Aber er hört sich richtig nach Sound und richtig nach Kraft an. It's a Ferrari und das merkt man. Ich finde die Autos ja toll. Also vor allen Dingen, normalerweise kostet so eine Leistung bei Ferrari ja viel mehr Geld. Viel, viel mehr Geld. Das tut der hier nicht. Toller Einstieg und wie ich meine, eine absolut gute Wertanlage. Er war ja relativ groß, er war deshalb nicht immer so ganz beliebt, aber wer einen echten Ferrari haben möchte, der mittlerweile 50 Jahre alt ist, da ist das hier, eine Queen Mary, genau das richtige Auto. Oh, guck mal, da rauscht richtig los, was?
12-Zylinder-Sound ist ein 12-Zylinder-Sound. Er hat wie gesagt eine 4,4 Liter Maschine und er ist der Nachfolger vom 330er Ferrari. Was vielleicht mal wichtig ist für die Typologie von Ferrari, das ging ja los mit 250er Ferrari, das hieß dann 250 GT und Ferrari hat das immer so gemacht, wenn ein Zylinder 250 Kubik hatte, dann haben sie ihre Autos 250 genannt. Und das ist hier ein 365, das heißt ein Zylinder hat 365 Kubik und das wird dann multipliziert mal 12 und dann habt ihr 4,4 Liter Hubraum. Das ist eine ganze Menge mit 12 Zylindern und das merkt man auch. Super Sound und er hat auch schön Kraft. Gar nicht schlecht. So. Sind wir so im gemächlichen Bayern ein bisschen unterwegs, müssen natürlich auch ein bisschen vorsichtig und ein bisschen langsam fahren. Ich ziehe mir meine Sonnenbrille auf. Blendet doch gut heute. Ja, und von dem Auto sind insgesamt 800 Fahrzeuge gebaut worden. Also wenn man das vergleicht mit den heutigen Produktionszahlen, ist das relativ wenig, nicht mal 1000 Einheiten. Das war aber damals, als das 1960 in Paris auf der Automobilausstellung präsentiert wurde, eine völlig neue Ferrari-Reihe. Die gab es als Cabrio, als Roadster, also als Roadster 365, GTC und naja, also mehrere GTC-Modelle halt eben. Wie hieß das? GTC, GTE? GTS und GTE, richtig. Paul korrigiert mich wieder. Ja, ist dann gebaut worden bis 1969, also nur 3 Jahre lang. Und wie gesagt, von der Queen Mary, so heißt er ja hier, gibt es insgesamt nur 801 Exemplar. Ja, er hat ein super schönes Cockpit, schaut euch das mal an. 180 Meilen, hier steht drauf 51.000 gelaufen. Also wenn ich mir den Zustand des Autos angucke, könnte es sehr gut sein, dass das die originale Meilen sind. Das sind so gut 80.000, 85.000 Kilometer. Hat Öldruck, hat diesen großen Drehzahlmesser, hat ein wunderschön aufgeräumtes Armaturenbrett, was sich in einem guten Zustand befindet. Schaut mal bitte hier. Also auch hier, das ist alles wunderschön. Da sind übrigens die beiden Logos von Pininfarina. Das war der Karossier, ist ja weltberühmt bis heute. Und hier die Ferrari-Fahne. Damals noch geführt von Enzo Ferrari selbst. Schwieriger Mann, aber äußerst erfolgreicher Unternehmer. Und bis heute ist ja die Marke Ferrari das Nonplusultra. Das muss man einfach sagen. Es gibt heute mittlerweile zwar eine ganze Menge von Ferraris, neuerer Baujahre, aber die alten hier aus den 50er, 60er und 70er Baujahren, das sind echte Raritäten. Und da könnt ihr ganz sicher sein, die Preise gehen nur nach oben. Oh, klingt aber toll. Wow, Ferrari. Nicht schlecht, du. Hat Scheibenbremsen, er verzögert gut, das merke ich. Hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, hier wegen der Nachbarschaft und so. Aber das Auto klingt mal richtig. Ja, ist halt ein echter Ferrari. Also 12 Zylinder für das Geld, die nicht verfuscht sind. Der hat insgesamt einen guten Zustand. Also uns ist nichts Nennenswertes jetzt aufgefallen, außer dass er ein bisschen länger gestanden hat. Aber das ist ein schönes Auto. Also ich habe mir jetzt mal unseren 365 genauer angeguckt. Der hat wirklich auch eine tolle Türverkleidung innen. Der ist sehr, sehr schön erhalten. Er hat sehr, sehr gute Details. Und ich glaube, dass der Wagen immer in guten Händen war. Und die Laufleistung von dem Auto, glaube ich ihm. Also der scheint wirklich 53.000 gelaufen zu haben. Also seht euch das mal an. Tolle Details, auch diese originalen schönen Stoßstangen. Dann hat er Borani-Felgen hier vorne drauf, Speichenfelgen. Die haben unsere Jungs noch nicht ganz sauber gemacht. Die sind noch dabei. Hier das klassische Pininfarina-Zeichen, das ist ja der Karossier gewesen. Und wie gesagt, 1966 war das eine völlig neue, moderne Karosserievariante, völlig selbstständig. Als Nachfolger vom Ferrari 330 GTC und GTS. Die werden heute übrigens gehandelt zwischen 500 und 1 Million, je nachdem, was man für ein Auto hat. Und da sind diese Autos wirklich noch sehr, sehr preiswert. Und ich glaube, das wird nicht so bleiben. Also wir haben jetzt Auktionsergebnisse schon gelesen von bis zu 300.000. Und da ist das Auto wirklich ein interessantes Angebot. Denn wenn ich mir hier angucke, Spaltmaße hier vorne, schaut euch das mal an. Das sieht alles wunderbar aus. Auch der Lack ist schön. Das ist das, was mir alles gut gefällt. Der Chrom ist ordentlich, die Türen sitzen gut drin. Auch hier Tankdeckel, schaut euch das mal an. Also ich glaube, der ist in einem warmen Bundesstaat gewesen. Ich muss gleich mal gucken, jetzt haben wir hier die ganzen Papiere. War dann ja sehr, sehr lange in der Schweiz unterwegs.
Was sollen wir mal gucken hier? Ja, der kommt aus der Schweiz, war schon sehr lange in der Schweiz und der damalige Vorbesitzer ist 1936 geboren. Das heißt, das Auto muss da schon sehr, sehr lange gewesen sein. Das ist 99 ersetzt worden. Hier gibt es ein Gutachten. Also wir haben eine ganze Menge über das Auto, auch hier Einfuhr und diese ganzen Sachen. Ist alles gemacht worden. Wir haben aber noch nicht alles zu Ende recherchiert, da fehlt noch ein bisschen was. Aber Autos, die aus der Schweiz kommen, also so viel habe ich gelernt, die sind immer gepflegt und immer gut. Schweizer sind sehr, sehr pingelig, was das angeht. Die sind zwar nicht einfach in der Verhandlung, das ist das eine, aber das ist ja okay. Aber sie haben immer gute Autos. Also ich wüsste gar nicht, ob ich schon mal einen Schweizer hatte mit einem schlechten Auto. Also wirklich schön, schaut euch das mal an. Auch hinten, der hat zwar so ein paar kleine, wenn er mal hier guckt, da ist der Chrom so ein bisschen abgegangen. Das ist nicht 100%. Übrigens hier, wir haben gerade ganz viel Blütenstaub. Nicht, dass ihr euch wundert hier. Das ist nicht, dass wir nicht abgeputzt haben, sondern eine halbe Stunde draußen fahren, dann haben diese Pollen schon wieder da drauf. Aber hier alles wunderbar. Die müsste man vielleicht mal verchromen. Die hat sich so ein bisschen verabschiedet, die Stoßstange. Das kann man besser haben. 4 Auspuffrohre hinten, wie gesagt, für die 12-Zylinder-Reihe vorne. 2x6. Die Speichen sind gut. Das ganze Auto, also ich finde, der ganze Wagen, der kann so bleiben, wie er da steht. Laufen tut er auch gut. Und ja, sieht schon, ach, der bimmelt ja jedes Mal, wenn wir hier sind. Ja, wir sind wieder in unserer kleinen Kapelle hier. Wunderschöner Platz. Und dann so ein Ferrari. Auto haben wir erst ganz frisch bei uns. Ich glaube auch nicht, dass wir den lange haben werden. Das ist übrigens eine aus Stahl gefertigte Karosserie. Und die liegt auf einem geschweißten Ovalrohrrahmen mit Leiterstruktur. Nicht, dieser Entwurf ging seinerzeit auf Pininfarina zurück. Also stilistisch wird er als Mischung bewährter Ferrari-Elemente wahrgenommen. Frontpartie mit den weit zurückgesetzten Scheinwerfern und dem ovalen Kühlergitter erinnerte an den 365 California Spider und dessen Vorgänger Ferrari 500 Superfast. Also wer sich ein bisschen auskennt, der hat wirklich Ähnlichkeit mit dem Superfast und solche Autos, die liegen ja heute weit in den Millionen. Ich persönlich bin der Meinung, dass das Auto absolut unterbewertet ist. Vor allen Dingen, wenn es einen guten Wagen gibt. Es sind ja ganz viele von den Autos nicht gut gepflegt worden, weil sie auch nie so wertvoll waren. Aber ein wirklich gutes Auto gibt es nicht so viele. Und nach meinem Dafürhalten ist das ein gutes Auto. Kann natürlich beim Ferrari, wisst ihr, wenn da was kaputt geht, das kostet nicht 5.000, das kostet eher mal 30.000. Das Risiko geht man halt eben ein, aber trotzdem ist der Wagen schön. Schaut euch mal die Flächen an. Das ist kein vermurkstes Auto. Und ich kenne eine ganze Menge Autos, wo man sagt, Gott, die sind irgendwie nicht mehr so ganz richtig. Der Wagen gefällt mir. Auch vorne die Lampen und so, alles toll, ne? Mhm. Wunderschöner Lack auch, also kann man sich wirklich nicht beschweren. So, jetzt machen wir noch mal kurz für euch die Türen auf. Ist natürlich beim Ferrari alles durchdesignt. Das seht ihr an diesen irren Türgriffen schon hier vorne. Schloss, das sieht alles ein bisschen exklusiver aus als beim normalen Automobilbau. Und das Schöne an den Türen, guck mal, das ist originales Leder. Das kann man zwar noch ein bisschen besser aufarbeiten hier, aber das befindet sich im guten Zustand. Und man darf auch nicht vergessen, wenn die Sonne da so voll drauf knallt, dann sieht man immer jedes Fitzelchen. Aber der Gesamtzustand, Einstieg und so, ist alles wirklich ordentlich. Das geht alles durch. Also aus dem Bauch ist das für mich eine richtige 2- hier. So würde ich den Wagen einschätzen. Aber irgendwie ein gutes Auto. Schaut mal da rein. Innen das tolle originale Interieur. Hier, man sieht, dass die Ledersitze völlig neu sind. Ich meine, das ist klar, dass die sind vorne, es wird immer benutzt, es kann da mal gerissen werden und es gibt halt Leute, wenn da kleine Risse drin sind, dann wird es gleich erneuert, was ich manchmal schade finde. Manchmal ist es besser, man lässt es original und polstert das wieder ordentlich auf und so. Aber auch das Lederlenkrad hier ist noch vollkommen original, ne? Das ist das erste Lenkrad noch. Das könnte man auch farblich ein bisschen aufbessern, aber es ist wunderschön erhalten. Das Auto ist gepflegt, der war immer gepflegt, der Wagen, und das spürt man, das sehe ich. Soll ich vorne mal Haue aufmachen? Mhm. So, jetzt gucken wir mal vorne drunter, wie sieht so ein 12-Zylinder-Motor aus. So, hier ist der Motor. Befindet sich im ordentlichen Zustand, hat Matching Numbers, soweit wir das herausgefunden haben. Und läuft wirklich gut. Also ich muss sagen, der hängt toll am Gas, der verschluckt sich nicht, gar nichts. Bremsen gehen auch gut. Und man sieht, dass der noch nicht auseinander war. Also das ist nicht ein Auto, was sie komplett restauriert haben. Der ist immer gepflegt und gewartet worden. Und ich nehme mal an, wenn er so lange in der Schweiz war, auch immer sehr, sehr perfekt gemacht worden. Also mit sehr viel Fürsorge und im Detail, ja, einfach gut gemacht. Ja, sitzt und passt alles.
Hier das weltberühmte Ferrari-Logo hier vorne. Und man kann den Wagen sofort erkennen an dieser besonderen Rückleuchtenanlage. Das haben die Vorgänger nicht gehabt. Das war erst der 330er und dann früher noch die ganzen 250er Ferraris. Und in 69 ging das mit der Sicherheit los. Hier vorne Gummis an den Stoßstangen und so. Ja, da hat sich dann die Zeit ein bisschen verändert. 60er Jahre waren langsam vorbei. Aber eigentlich ist das noch ein Ferrari der guten alten Zeit. Jetzt ist die Tür offen, das ist nicht gut. Ja. Ja, das ist unser Ferrari in der wunderschönen bayerischen Landschaft heute hier. Das ist ein Auto, was echt Spaß macht zu fahren. Und vor allen Dingen diese Zwölfzylindermaschine. Das ist ja der ehemalige Colombo-Motor, den sie weiterentwickelt haben. Eine ganz frühe Konstruktion, Ende der 40er Jahre. Also dieses Rasseln, diese Zwölfzylinder. Also ich weiß, weshalb Ferrari heute so weit vorne liegt. Das fasst einen an. Das ist echt faszinierend. Und das ist ein echter Zwölfzylinder. Das ist kein Achtzylinder oder Sechszylinder. Und ich sag mal, also für so wenig Geld einen echten Zwölfzylinder finde ich absolut spannend. Echt spannend. Oh, der geht aber gut, was? Boah. Da geht richtig was. Ferrari. Kupplung geht gut, Bremsen funktionieren gut, schaltet sich auch ordentlich. Oh, Scheibenwischer geht auch. Nee, die geht nicht aus. Jetzt. Er hat übrigens ein Fünfganggetriebe, was damals relativ modern war. Und das war der erste Ferrari, der eine Klimaanlage hatte, 4 elektrische Fensterheber. Hinten hat er auch die Ausstellfenster, dass die Luft gut durchzieht. Es ist ja ein reinrassiger Italiener. In Italien ist auch gerne mal warm, da muss man immer gut kühlen. Aber wohlgemerkt, der hatte eine Klimaanlage. Das war der erste Ferrari mit Klimaanlage und Fünfganggetriebe. Oh, läuft schön, ne? Riecht ja Ferrari. Schon gut. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Wagen wirklich schnell ist. Er hat ja auch übrigens eine Servolenkung. Alle anderen Ferraris vorher, die kannten überhaupt keine Servolenkung. Er hat eine. Darüber haben sich so einige Moderatoren seinerzeit beschwert, weil sie gesagt haben, es ist so eigentlich ein reinrassiger Sportwagen. Das ist Ferrari bis dato auch immer gewesen. Nur, das ist hier auch ein Sportwagen. Aber er ist halt eben auch für eine Dame gut fahrbar. Er hat auch eine sehr gut abgestimmte Servolenkung, wie ich meine. Nicht schwammig oder so. So, und da gucken die Radfahrer hinterher, weil eins hat er hier richtig Sound. Er hat richtig Sound und er geht auch gut los. Also ich bin überrascht und er läuft auch schön, ne? Also das Auto läuft wirklich gut. Laufen tut er gut. Bremsen gehen gut, hat ja Scheibenbremsen, wunderbar. Aber das Auto lässt sich richtig modern fahren. Hat natürlich keinen Airbag oder ABS oder sowas, das hat er nicht. Also man muss das Auto auch richtig Auto fahren können. Er ist halt zu einer Zeit gebaut worden, wo es elektronische Helfer noch nicht gab. Das heißt, das Auto... Oh gut, ne? Zieht auch nicht nach links oder rechts. Also das Auto vermittelt sich wirklich wie in einem guten Schweizer Zustand, das sage ich jetzt mal. Wohlgemerkt, der hat ein bisschen gestanden, also man muss da ein bisschen vorsichtiger einfahren wieder. Ich habe da jetzt auch nicht voll aufgedreht, das mache ich nicht. Fahren wir da hinten rechts, ne? Ja. Aber fahren, also für mein Dafürhalten, tut er wirklich super. Geiles Auto. Geiles Auto. Er liegt auch toll auf der Straße. Also man merkt, dass das ein richtiger Sportwagen ist.
Er ist schon relativ hart gefedert, man sitzt aber gut hier drin, man hat eine gute Seitenführung. Und man merkt eben diese 12-Zylinder-Maschine dank der Servolenkung merkt man nicht. Oder jedenfalls kaum. Ja, schöner Wagen. Und das Auto hat auch wirklich ein tolles Raumgefühl. Ich sitze gerne hier drin. Es macht Spaß zu fahren. Total fahraktiv. Und 12 Zylinder sind eben 12 Zylinder. Das ist einfach die beste Motorisierung. Ich meine, eins ist natürlich klar, also ein Auto kann man nicht mit 8 Litern fahren. Ne? Damit kommt man ungefähr 40 Kilometer weit. Aber laufen tut er klasse. Also wirklich, ja, Ferrari halt. Ne? Oh. Was war das denn für einer da eben? Sag mal, du bist lebensmüde. Naja. Hast du den mitgefilmt eben? Ja. Das ist also echt dumm. Ja, geil. Und 12-Zylinder Ferrari sind 12-Zylinder Ferrari. Geiles Auto. Also wenn ich es mir recht überlege, nur noch 12 Zylinder. Alles andere ist langweilig. Geiles Auto. Macht riesen Spaß. Richtig toller Wagen. Tja, Ferrari, ne? Ferrari. 4,4 Liter, 320 PS, 7 Sekunden auf 100. Er fährt sich auch ziemlich modern. Er liegt ganz toll auf der Straße. Aber man muss Auto fahren. Also der bricht auch hinten mal aus oder so. Das ist halt eben Baujahr 69. Ne? Aber der Wagen ist über 50 Jahre alt. Das muss man sich mal vorstellen. Hör dir das mal an hier. Oh, der erschreckt sich da vorne, der Bauer. Vorsicht. Da müssen wir aufpassen. Dann kriegt Opa einen Herzinfarkt. Ja. Oh, das macht richtig Spaß. Ne? Das ist ein richtiges Auto, du. Jetzt verstehe ich auch, weshalb Ferraris so teuer sind. Das ist die Faszination hier. Einfach geil. Ja, nachdem wir jetzt hier 20 Kilometer Probefahrt hatten mit unserem Ferrari, kann ich euch sagen, das ist wirklich ein klasse Auto. Begeistert mich total. Und das erklärt auch, weshalb Ferrari so weit vorne ist, weshalb die legendär geworden sind. Mein 12-Zylinder ist ein 12-Zylinder. Das ist ja an der Basis immer noch diese berühmte Colombo-Maschine, an der sie lange, lange gebaut haben. Ein toller Motor, ein toller Motor. Das ist ja auch eine Weiterentwicklung. Also eigentlich müsste so ein Auto hier 1 Million kosten, meine Meinung. Es gibt ja nur 800 von denen. Und bei dem Auto glaube ich, dass ganz viele schon gar nicht mehr existieren, weil sich da kaum einer drum gekümmert hat. Da gibt es vielleicht noch ein paar hundert, also nicht mehr viele. Und absolutes Ferrari-Gefühl mit dem Wagen hier. Ja, hier ist Feuerwerk, hier ist 30, muss ich ein bisschen auf die Bremse gehen. Super Sportwagen, super Sportwagen. Also das gibt mir mehr, das muss ich ja, das darf ich lieber nicht sagen, weil es gibt eine ganze Menge andere Marken, die riesige 6-Zylinder-Motoren haben. Aber das ist besser hier, das macht mich viel mehr an. Ja, tolles Auto, begeistert zu fahren. Den müssen wir übrigens da oben hochfahren dann. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus aus Oberbayern, euer Stefan Luftschütz und ciao.